Zwischen den beiden Turin-Spielen in der Champions League wird uns hier noch Düsseldorf zwischengeschoben. Ein ganz kurzer Abstecher in den Westen und dann geht's nach Italien, in die Alpen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir das Rückspiel dort bestreiten. Jetzt erstmal natürlich mit einer fast komplett veränderten Aufstellung. Die besten Leute haben heute mal eine Ruhepause. Aber auch in der Bundesliga müssen wir weiterhin Gas geben, noch ein paar Punkte sammeln. Wir haben das Glück, dass Bayern und Leipzig heute gegeneinander spielen. Also im besten Fall, wenn die unentschieden spielen und wir gewinnen, das wäre eigentlich das beste Ergebnis für uns. Und sollte eine der beiden Mannschaften gewinnen und wir halt nicht, dann können wir auch wieder auf den zweiten Platz rutschen. Lassen wir uns mal überraschen. Düsseldorf ist 15. Haben auch die letzten 5 Spiele nicht gewonnen. Auf dem Papier eigentlich eine klare Sache. Aber ihr wisst, wie man gegen so Mannschaften spielt, wo man auf dem Papier klarer Favorit ist. Sofort, dann geht das am Ende des Tages dann doch irgendwie in die Hose. Und dann stehst du da mit nichts in der Hand. Von daher hoffe ich, dass wir das heute irgendwie gewinnen. Auch nicht schön spielen, Hauptsache gewinnen. Und die Düsseldorfer zeigen, wie man mit 5 nicht gewonnenen Spielen spielt. Hackespitze 1, 2, 3, auch mal ins Auslaufen, gehört auch mit dazu. Und dann sind das so diese Spiele, die du, ja, hört sich jetzt blöd an, die du halt nicht spielen willst, weil es gibt wichtigere Spiele, aber die musst du spielen. Für die Meisterschaft, für die Champions League, dass du da halbwegs in Form bleibst. Oh, Kutschera jetzt einmal quergelegt, zack, oh, das wäre abseits gewesen. Also im Normalfall steht es da 1-0, Vasako hätte natürlich nicht aufgehört zu spielen. Nein, auf keinen Fall. Aber genauso hat das gegen Juventus auch angefangen. Wir waren auch die ersten 15 Minuten überlegen. Und dann sind die auf einmal wie Phönix aus der Asche emporgestiegen. Und haben dann das Spiel so ein bisschen an sich gerissen. Ich hoffe nicht, dass die Düsseldorfer das denen jetzt gleich machen, aber es sieht bislang nicht danach aus. Ehrlich gesagt, Lennart Karl heute mal auf der 10 unterwegs. War der über die Flügel, habe ich andere Leute. Karl, Sarko kommt, da muss einer mit. Wo war Greco denn? Wenn der da mitgekommen wäre, hätte er den vielleicht gekriegt. Aber von der Hitz setzt nach. Oh, und dann zu blind einfach in den Gegner rein. Muss den Finger von der Sprint-Taste auch öfter mal loslassen. Sonst laufen die einfach wie blöd in den Gegner rein. Und die Düsseldorfer kommen, die bahnen sich ihren Weg schon vor, egal wie. Da wird auch mal ein Ball ins Ausgedribbelt, aber das 1-0 liegt eigentlich in der Luft. Also für uns, nicht für Düsseldorf, sondern für uns. Wenn wir es jetzt gut und direkt zu Ende spielen. Jetzt zum Beispiel Sarko alleine auf das Tor aus Spitzenwinkel. So Situationen sind doch oftmals in einem Tor geendet. Vielleicht ja nach einer Ecke von der Hitz. So viel Kopfballstarke haben wir nicht mit dabei. Natali. Gut, wäre so ein Kandidat. Von der Hitz wieder Ott. Eine Flanke an den zweiten Pfosten. Aber da ist keiner. Noch steht da niemand. Noch nicht. Ich hoffe bald. Kaspar, Cema. Sieht auch alles nicht verkehrt aus. Also wir arbeiten am Tor. Sieht man ja, ne? Also die Düsseldorfer laufen nur hinterher. So wie wir gegen Juve phasenweise hinterhergelaufen sind. Ah, und dann der Fehlpass mit Ansage so ein bisschen. Es ist ein Geduldsspiel. Wir brauchen, glaube ich, heute einen ganz langen Atem. Bis wir dann hier hoffentlich in Führung gehen. Aber vielleicht auch nicht. Je nachdem, vielleicht machen die Düsseldorfer ja auch was ganz Verrücktes. Bislang kommen sie aber nicht viel weiter als der Strafraum, also die Nähe des Strafraums, Gott sei Dank. Wir machen das eigentlich auch nicht verkehrt, wir spielen das auch gut. Aber es fehlt halt das Entscheidende, es fehlt mal der Durchbruch. Das Tor, wie jetzt zum Beispiel. Karl! Oh! Schönes Tor. Volles Risiko, 300 Sachen unter die Latte. Das ist schon stark. Und da sitzt er ganz entspannt, posiert fürs Fotoalbum. Aber gut ausgespielt und endlich ist der Ball drin. Zack. Zu schnell für den Keeper, da kannst du nichts machen. Schleicht er sich weg. Der gute Größenvergleich, der Düsseldorfer fast 2 Meter. Der kann ihm auf den Kopf spucken. Und Karl als Zehner auch nicht verkehrt. Also das kann er ja auch spielen. Aber ich setze ihn halt eher auf den Flügel ein, weil ich halt
auf der 10 dann Mensa spielen habe. Oder spiele dann. Aber ihr seht, er kann auch als 10er. Für eure Planungen, falls ihr plant, ihn zu verpflichten. So. Kang, da ist er wieder. Lennart Kahl von der Hitz. Sarko gut und schnell und direkt. Ja, und dann ist die Lücke halt leider nicht da. Dann sind zu wenig vorne im Strafraum. Und dann spielen wir halt hinten rum. Dann lassen wir die Düsseldorfer im besten Fall laufen bis zur Pause. Oder holen uns den Ball jetzt wieder zurück. Rossmann. Ott kommt mit hinzu. Achtung, gut stehen. Natali, Kaspar. Ja, Natali macht das. Hat auch schon viele Spiele gehabt, wo er leider auch gepatzt hat. Aber so Spiele werden ihm auch mal wieder gut tun. Kutschera und Greko. Und schade, den Angriff hätte ich noch mitgenommen. Also, Gott sei Dank führen wir 1-0. Der Bann ist schon in der ersten Halbzeit gebrochen. Das ist so ein ganz typisches Geduldsspiel, ne? Habe ich ja gesagt, man braucht viele Pässe, viele Stationen, die man dann bespielen muss und so weiter und so fort. Dann braucht man auch Glück, dass der Gegner nicht unbedingt einen guten Tag hat, ausgerechnet gegen einen selber. Und so bleiben wir erstmal Tabellenführer. Egal, was die Bayern und Leipzig machen. Wir bleiben Tabellenführer, wenn wir gewinnen, egal, was die anderen machen. Und nur das zählt. Auch ein dreckiges 1-0. Wie gesagt, danach geht es gegen Juve in dem wichtigsten Spiel der Saison. Bislang dann um den Einzug ins Champions League Halbfinale. Mit dem MSV Duisburg, ne? Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Vor 2 Jahren noch dritte Liga. Gegen 1860 und gegen Hoffenheims zweite und Stuttgarts zweite. Und dann auf einmal im Konzert der Großen irgendwann. Aber das war ja auch das Ziel. Und das Ziel war jetzt nicht, sich hinten einigeln zu lassen von Düsseldorf. Kang mit der Chance. So schnell kann es dann halt auch gehen, ne? Wang Ye-Won kommt rein. So schnell geht es dann auch, wenn du dem Gegner die Lücken lässt. Auch Düsseldorf. Die machen das dann. Ich hoffe jetzt nicht zu oft. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht den Gegner einladen, hier Tore zu schießen. Das wäre sehr suboptimal. Ott ist dazwischen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr wachsam und sehr wichtig, weil die Düsseldorfer wären da in Überzahl gewesen. Jetzt kommen wir mit Kutschera. Sarko läuft ein. Gut gemacht. Eine Drehung. Ja, kommt nicht ganz durch. Dann erstmal wieder hier übers Mittelfeld und zurück. Und jetzt die Tiefe. Kutschera nicht so tief gegen Lenz. Gut, alles klappt auch nicht. Aber solange wir die von unserem Tor weghalten, ist das alles okay. Ott. Oh, spekuliert, muss da rein in den Zweikampf gegen Rossmann. Ja, hat er. Gut abgeblockt. Rossmann gegen Greko. Gut gestellt, gut gemacht. Ihr seht, also sie waren einmal im Strafraum. Dann war man nicht gut aufgepasst. Oh, schöner Ball. Kutschera direkt auf Sarko. Und er muss direkt eigentlich wieder zu Kahl zurück. Jawohl, Lennart Kahl mit der Chance. Die Bayern führen 2-0, habe ich gesehen. Also wird es wahrscheinlich ein Zweikampf. Es läuft auf den vorletzten Spieltag voraus. Oder hinaus. Und hier Kahl mit rechts. Warum schießt der mit rechts? Warum macht er so einen Fake-Shot? Der hätte auch mit rechts ins lange Eck schießen können. Na gut, von der Hitz. Und da kommt Natali nicht ran. Ganz knapp. Das zweite liegt in der Luft. Das zweite Tor liegt in der Luft, aber wir sind final noch nicht durchgekommen. Jetzt vielleicht. Chema, von jetzt ist im Abseits. Oh, schöner Schuss. Der wäre auch gar nicht schlecht gekommen. Der wäre wahrscheinlich rein, wenn der Keeper nicht da gewesen wäre. So, riskiere ich es, wechsle ich jetzt nochmal. Ich muss ja nicht wechseln. Also, es läuft so gut. Ich lasse die auf der Bank jetzt mal, dass sie auch wirklich fit und frisch und ausgeruht sind. Für das Spiel gegen Juve dann, das Rückspiel. Das ist jetzt mal wichtiger. Und dann sehen wir mal zu, dass wir das in Turin auch irgendwie gedreht kriegen. Und Düsseldorf ist halt auch ein willkommener Gegner jetzt. Gerade zwischen diesen beiden Champions-League-Spielen. Es läuft halt nicht viel, ne? Ihr seht, da wird ein bisschen Ball hin und her geschoben, wie im Training. Eine Chance hatten sie. Da wäre Braun aber auch da gewesen. Ansonsten geht es hier hinten rum, bis zum Keeper fast. Aber auch die haben gute Kombinationen drauf. Auch wenn die 5 Spiele nicht gewonnen haben, die zeigen, dass sie Fußball spielen können. Oh, Greko. Kommt leider nicht ran, aufgepasst. Broholm, Murphy ist da, sehr gut. War ein Zweikampf wieder gewonnen und dann die Chance, schnell umzuschalten. Das, was uns natürlich die ganze Zeit schon ausgezeichnet hat in der Saison. Sarko kriegt ihn leider nicht. Ja, der Ausgleich, wie gesagt, liegt jetzt nicht in der Luft, aber man hat immer das Gefühl, dass noch irgendwas
irgendwas passiert. Augsburg führt in Dortmund, also die haben auch eine merkwürdige Saison, wie in-game auf jeden Fall. Werden nicht in die Champions League einziehen wahrscheinlich, so wie es bislang aussieht. Oh, Natali kommt nicht ran und jetzt kommt Düsseldorf, Rossmann, jetzt ist er einmal durch, Achtung! Und Ott. Ganz wichtig, das ist die große Gefahr. Wenn du es zu leicht nimmst, wenn du zu entspannt spielst. Aber Ott ist da super. Genau auch für solche Situationen brauchst du mal solche Spieler, die dann auch mal den Ball klären und das fair. Jetzt kommt von der Hitz. Alleine gegen alle. Sarko ist frei und jetzt aber! Das gibt's nicht, ey. Das kann nicht wahr sein. Es muss das 2-0 sein. Sarko, die Dinger, die müssen halt einfach sitzen. Egal wie. Von der Hitz. Natali und die Verlängerung und Murphy kommt nicht ran. Jetzt noch mal ein bisschen zittern hier. 5 Minuten. Crunch-Time. Wahrscheinlich wird Düsseldorf noch mal alles nach vorne hauen. Aber wir hätten das mit dem zweiten Ding jetzt alles klar machen können. Ey, schade. So müssen wir jetzt noch mal ein bisschen zittern hier und hoffen, dass wir das irgendwie halten. Oder doch noch das zweite Tor machen, im besten Fall. Da können sie rumspielen, das ist okay. Das können sie alles machen. So können sie bis zum Schluss spielen. Noch haben sie 2 Minuten. Guck mal, wir haben jetzt 5 Minuten damit gebracht, dass sie den Ball hier hinten rumspielen. Dass sie nicht nach vorne kommen. Aber Achtung. Jetzt kriegen sie doch nochmal eine Chance. Das gibt's nicht. Bitte nicht mit der letzten Aktion. Bitte nicht. Nicht wie gegen Frankfurt. Achtung. Die Flanke kommt. Ott muss da nochmal ran. Oh, aber der klärt ihn in die Mitte. Achtung, es wird nochmal gefährlich. Das gibt's nicht. Und genau wie gegen Frankfurt, Marius Broholm. Schaut drauf, wie viele Tore er hat. 29. Spiel. Ich freue mich für den Jungen, ganz ehrlich. Er hat jetzt viele Spiele gebraucht, hat viele Spiele Anlauf genommen. Und jetzt hat er endlich gegen uns sein erstes Saisontor. Ja, der Ball darf da nie in die Mitte geklärt werden. Und dann fehlt Greco und Andres Cema. Und dann sind das wieder 2 verlorene Punkte. Wieder. Gerade jetzt in der Endphase der Saison, das ist bitter. Also das Spiel heute, das darfst du niemals unentschieden spielen. Aber gut, nun ist es nun mal so. Wir gehen mit dem 1-1 dann ins Rückspiel gegen Juve, dann in die letzten Bundesligaspiele. Wolfsburg unter anderem, die Bayern sind noch mit dabei, Augsburg, Heidenheim sind, glaube ich, auch noch Gegner. Und ihr seht, gegen so Gegner tut man sich, egal mit welcher Mannschaft, immer 10-mal schwerer als gegen eine Mannschaft, die mitspielt. Die Bayern gewinnen 2-0, also ist dabei geblieben. Das heißt, die Bayern sind jetzt punktgleich mit uns, müsste so sein. Spulen wir mal vor, bis zum Rückspiel. Okay, die anderen sind schon weitergekommen. Wir spielen jetzt Mittwochs. Es gibt schon ein paar Mannschaften, die weiter sind. Schauen wir mal, da wird sich nichts verändert haben. Stassin wird vorne angezeigt als Stürmer. Na klar, der wird natürlich wieder gegen uns spielen und dann auch treffen, höchstwahrscheinlich. So, hier nochmal abgelehnt. Okay, 6 ungelesene Nachrichten. Was habe ich hier alles? Ja gut, die sind schon abgelaufen. Ja, gucken wir mal. Erstens, wie es in der Champions League aussieht. Ob schon Mannschaften weiter sind. PSG ist souverän dann doch weitergekommen. 3-0 im Rückspiel. Feyenoord gewinnt gegen die Bayern im Elfmeterschießen. Also Feyenoord. Ach Quatsch, ist das Achtelfinale, ich Idiot. Hier muss ich drauf gucken. Also Paris gewinnt auch hier im Elfmeterschießen gegen Feyenoord. Die haben das echt ganz schön spannend gemacht. Und Barca ist weiter. Also wir haben PSG und Barca schon mal im Halbfinale. Es könnten 2 blau-weiße Vereine folgen. Duisburg und Chelsea zum Beispiel oder Juve und Inter, 2 italienische Vereine. Dann haben wir Spanien, Frankreich und Italien im Halbfinale. Aber erstmal müssen wir das Rückspiel bestehen. Soweit darf ich noch gar nicht denken. Ich möchte jetzt nochmal auf die Bundesliga kurz schauen, wie spannend das da ist. Und laut meinen Rechnungen müssten wir eigentlich punktgleich sein. Ja, und die Bayern sind Erster aufgrund des besseren Torverhältnisses. Die haben 2 Gegentore weniger bekommen, haben auch 60 Tore geschossen. Also wie gesagt, es läuft wirklich auf dieses Duell am vorletzten Spieltag hinaus. Wir haben jetzt Augsburg, die Bayern haben Dortmund. Ja, auf die kannst du aber auch nicht setzen. Die haben auch schon 43 Gegentore. Wie viel haben wir eigentlich? 27, habe ich ja gerade gesagt. 27, da haben wir uns also schon mal verbessert. Und ansonsten Bochum unten, Heidenheim. Gut, Bochum ist abgestiegen rechnerisch, oder? Das sind jetzt noch 5 Spiele, 15 Punkte. Die sind halt eigentlich weg. Aber dann Mainz, Düsseldorf, Union, Heidenheim. Die 4 machen es unter sich aus. Mainz könnte mit Außenseiterchancen da nochmal reinrutschen, aber ich glaube eher nicht.
Also, blicken wir voraus auf die letzten Spiele. Juve jetzt, wenn das vorbei sein sollte, die Champions League-Reise, dann haben wir noch Augsburg, Darmstadt, Heidenheim. Die 3 Spiele müssen wir halt einfach gewinnen. Das sind Spiele, klar, gegen Düsseldorf hätte ich auch gewinnen müssen, aber auf dem Papier müssen wir die gewinnen. Dann haben wir nämlich hier am vorletzten Spieltag die Entscheidung um die Meisterschaft. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Und dann noch ein Auswärtsspiel in Wolfsburg, wo es dann hoffentlich um nichts mehr geht, weil dann weiß ich nicht, ob das Spiel unbedingt auf unserer Seite ist. Also, Juve, 3 machbare Gegner. Die Bayern sind auch machbar, haben wir im Hinspiel gesehen und dann noch Wolfsburg. Das ist dann das Saisonfinale. Also, verpasst das nicht, lasst einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo. Mit jedem Spiel nähern wir uns jetzt einer jeweiligen Entscheidung. Im nächsten Spiel fällt die Entscheidung, ob wir noch in der Champions League vertreten sind oder nicht. Und dann geht's weiter in der Bundesliga. Macht's gut. Ciao, ciao.